Hallo Leute, Herzlich willkommen aus Lehem. live aus dem Wohnwagen. Wir kommentieren jetzt das erste Rennen vom Finale in Texel vom BCH. Korrekt. Alle ruhig gestartet. Keine Craze. Ja, ich hatte auf der Düne bis zu 38 Knoten Wind gemessen. Ja, und der Strand war ordentlich ruppig, sagen wir mal so, ne? Also mehr eine Motocross-Strecke als eine Buggy-Strecke, aber gut, dass wir das auch können. Man sieht ja auch, wie die Kites da zuppeln. Ne? Also da war ja, was war der größte Kite? 7 Quadratmeter? Ja, ich denke mal, wenn man das mal so durchgeht, da waren mehrere 7er, 1 vor 4, eine 6er Diabolo, 6er 1 vor 2, haben wir auch einen 5er Edge Tube Kite mit am Start gehabt. Da dürftest du vorne sein, oder? Ja, sieht so aus. Bist du das vor Daue? Ja, danach Jan, dann Elias, die rote, oder ne, ist orange, da müsste der Alex sein, Ja. und der Bram. Ja, ich glaube die größte war die aber guck 8er mal. von Erik, oder? Kann das sein? Die, I don't know, Kite? Nee, das ist eine 7er. Ah, so 7, okay. Aber guck mal, wie der Sand da fliegt. Ne? Ja. Das ist schon... Ja, das war schon sportlich, sagen wir mal so. Man sieht auch die See im Hintergrund, das war alles andere als ruhig, ne? Ja, da steht der Günther. Mit dem Bodo, glaube ich. Ja, dann ging es da hinten jetzt... Ja, Auf das da lange geht's hoch. Geradeausstück. Da ist der erste schon auf dem Geradeausstück. Das kann nur einer sein, nämlich du. Das kann sehr gut sein. Ah, da kommt schon Elias. Elias schon im vollen Zug dahinter. Dann ich. Und Daue. Ja. Dann sieht man wirklich, wie der Sand am Fliegen ist. Ich war da extrem vorsichtig. Einfach. Das war so schnell. Ja, Und das Problem war ja, dass da hinten an der Wendemarke am Ende der Geraden, da war ja das Fahrgebiet zu Ende, dahinter war ja kaum Platz, da kam man mit 80 angeballert und musste dann da durch den weichen Sand eine 90-Grad-Kurve fahren. Ja, das war auf jeden Fall, da hast du mit allen Vieren festgehalten im Buggy und irgendwie versuchte durchzukommen. Ja, die erste Runde ist rum. Dauer hat mich überholt. Ja, aber du bist am Kämpfen, dann Alex, Bram, Erik und da kommt Chrissy. Ja, sieht ja jetzt so am Wind schön langsam aus, ne? Ja, das war in manchen Abschnitten, warst du manchmal froh, wenn das Rennen zu Ende war. Je nachdem, die Sanddünen wurden ja von Rennen zu Rennen eigentlich immer schlimmer. Ne? Umso mehr Runde gefahren bist, umso tiefer wurde es. Aber die erste Runde ist gut gegangen. Ja. Kommt der Rest vom Da Feld. ist Jost mit der Instinct HB6. Rainer mit 7er 1V1. Da fährt einer noch mit einer Zebra. Z3, da kann ich aber jetzt auch nicht zuordnen. Dann haben wir den Messias mit einer 5er Koala, der sich wieder auf das Feierabendbier freut. Na, die 5er Koala war nicht so der Hit da in dem Rennen, ne? Naja, der besseren Krombacher Dosenbier mehr getrunken. Ja, so ist es, ne? Na, guck mal. Da links steht Bert, der ist erst gar nicht mitgefahren. Ja, Ja, es war auch gefährlich. Also ich hatte auch Bedenken. Das war grenzwertig da bei den Bedingungen Rennen zu fahren. Ja, aber das war jetzt nicht vom Wind her, sondern eher von dem Strandzustand ein Problem. Aber zum Glück sind alle heil geblieben, ne? So, jetzt geht es auf Runde 2. Ordentlich am Pumpen mit der 6er 1 vor 2. Ja, man musste sich irgendwie ein bisschen herantasten, jede Runde mal so ein bisschen gucken, wo sind die Stellen, wo man vorsichtig sein muss. Ne? Auch da sieht man jetzt, da war ja. Ne? Da war halt immer die Gefahr, dass man sich überschlägt. Ja. Ja. Und da war ja so viel Wind, man hat es gerade eben im Bild gesehen, da war ja Martin Mirmont, der ist ja mit einem kleinen Tube Kite gefahren. Ne? Ja. Na, Runde 2. Leider war die 6er ein bisschen zu klein, teilweise im weichen Sand, da kann man nicht wirklich... Ja, Elias mit der R1 V4 7 in Leim kommt dir immer näher. Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber guck mal, wer da kommt. Der Jan van Eichert, auch mit 7er.
Dann Dauer. Und dann kam unser schneller Holländer, der Bram, mit seiner 7er oder 6er R1 V1, ist quasi geflogen. Ja, ich weiß auch nicht, ob es 6 oder 7 war, aber Bram war sehr schnell. Ja, ich meine, glaube ich, es war aber eine 7er, aber die ging gut. Ja. Er ist ja auch endlich mal von Kenda Beach Racer Reifen auf Duro umgestiegen und das hat viel gebracht. Ja, jetzt geht's los, Bram, ne? Ja, schade, dass er bei der Europameisterschaft nicht dabei sein kann. Ich wünsche ihm aber trotzdem einen schönen Urlaub mit seiner Freundin. Ne, Bram, viele Grüße. Ja, die I Cannot Say vom Erik war auch nicht so der Hit, ne? Er fährt da so ein bisschen im Mittelfeld rum. Ja, irgendwie manchmal ist komisch. Manchmal ist er vorne mit dabei, manchmal auch nicht. Ja. Er fährt da sehr, Orange ist davor, also er fährt noch hinterm Alex. Ja. Ja, Runde 3 ist angebrochen. Vorne immer noch R1 V2, Da aber ist Matthias, ne? ja, da kommt von hinten Elias in schnellen Schritten leider hinterher. Ja, man muss einfach sagen, an dem Wochenende war er einfach der schnellere Fahrer. Ja, Es es ist seine Insel. ja, leider war meine 6 ein bisschen zu klein. Und manchmal Man durch den sieht jetzt so, weichen Sand. jetzt Ja, da ging die geht's. Hobelei los. geht's wieder runter. Ja, hast dich gefühlt wie in irgendeinem Spaceship, wenn du da drüber gerumpelt bist. Ja, hier sehen wir den 5er Edge. So, jetzt geht's mit den Überrundungen schon los. Da ist Martin de Grau Martin mit Niermann. seiner, was ist das, Umgebauterkeit, Selbstgebauterkeit. Irgendwie sowas, ja. Sieht hier aus, als hätte er eine Cooper auf die Power umgebaut. Ne? Ja, so ein bisschen mit den 2 Streifen in der Mitte, so irgendwie in die 5, Aber ich glaube, er hat sie selber gebaut. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber Respekt, ich meine, er ist jetzt nicht schnell, aber das Ding fliegt ja. Und stabil ist es, es klappt nicht weg in solchen Bedingungen. Ne? Ja. Ja. Ja, Eichert, so, da sehen wir jetzt das Spitzenduell. Man sieht Ja. schon Elias im Angriffsmodus. Er rückt dir auf die Pelle. Jo. Da ist Herr Dirks mit der Ziellinie gekommen. Ja, und Bram ist an Dauer dran, ne? Mhm. Erik bemüht sich weiterhin. Er ist stets bemüht. Ja, da sieht Guck mal man. da hinten auf der Geraden, jetzt ist er nur noch 10 Meter hinter dir, ne? Ja, leider ja. Ja, manchmal hast du die wirkliche Power, hat da ein bisschen gefehlt. Hier sieht man jetzt schon den Angriff. Ja, war ein Schnitt jetzt. Ja. Es ist halt so, dass so ein Rennen geht halt über 20 Minuten mindestens. Ja, klar. Und die Videos müssen halt immer auf 15 Minuten gekürzt werden. Deswegen sind da ein paar Schnitte drin. Ja. Ja, hier sieht man jetzt so ein bisschen den Beispiel, hat mir ein bisschen die Power gefehlt, um da wirklich richtig gut durchzukommen. Also 5 Knoten mehr hätten jetzt auch nicht Aber geschadet. da muss was passiert sein. Da ist der Bram ist jetzt weit vor dem Daue. Ja. Und fährt auch innen an mir vorbei. Ja, der hatte einen guten Lauf, ne? Guten Ja. Speed. Ja gut, das wird natürlich nicht klappen. Ich bin jetzt höher am Wind Ja, und bin aber, trotzdem vorne. aber er ist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Richtung, sagen wir Ja. mal so. Ne? Ja, ich habe mich da auch vertan. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gedacht, dass der Bram am Anfang irgendwie ein Problem hatte und eine Runde weniger hatte. Deswegen habe ich da auch nicht so gekämpft. Dem war aber nicht so. Nee, Dauer, Chrissy mit der 6er auf jeden Fall, das ist ein 6er R1 V1.
hat man da hinten noch gesehen, der Bram hat immer Kurze Schläge. früh, Ja. der hat früh gewendet. Ja. Hinten an der Buhne heißt das, ne? Buhne. Ja, Erik leider eher abgeschlagen, aber versucht trotzdem weiterhin zu pushen. Ja. Ich glaube Runde 5 ist das jetzt. Abstand ist ziemlich groß geworden. Aber natürlich weiterhin Gas angeben. Leicht genervt. Hinter dir kommt erstmal gar nichts. Ja. Du kannst da ganz entspannt sein. Ja, da komme ich wieder mit Bram im Schlepptau. Er wird jetzt wieder früh wenden. Ich fahre weiter raus, wie so oft. Ja. Aber was an der Stelle auch eigentlich besser war. Ja, der Bram hatte einen wirklich guten Speed an dem Samstag mit Ja. seiner 7, das muss man ihm einfach lassen. Der ist auch schnell. Der hatte halt das Problem, dass der immer mit den bescheuerten Reifen gefahren ist und mit diesen komischen Sonic Race Kites. Und jetzt ist er mal mit einem guten Kite gefahren und mit guten Reifen und der ist schnell. Siehst du ja. Und genau dann fährt er in Urlaub. Ja, Wahnsinn. ja, ist schade. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ein Weil er wäre ja ganz locker qualifiziert gewesen dann Auf für jeden die Fall. EM. Auf jeden Fall. Und dann noch im eigenen Land. Ja. Ich meine, er fährt ja auch auf Texel, ne? Aber sehr, sehr oft, ne? Also Ja, das macht schon was aus, wenn man den Strand kennt. definitiv. Dieses Wochenende war auf jeden Fall der Strand alles andere als schön präpariert. Ja, da haben die Greenkeeper keine gute Arbeit geleistet. Nein, Ne? nein, nein, nein. Es war anspruchsvoll. Ne? Ja, aber jetzt sehen mal alle, die im September zur EM fahren, wie es da sein kann. Ja, deswegen Grüße an die Franzosen. Die Scheibenräder könnt ihr zu Hause lassen. Da tut es nicht. Ja, Abstand ist noch mal größer geworden. Ah, das Speed von Elias war schon echt. Ich glaube, sehr das war Julian mit der Zebra. Das kann gut sein, ja. Ja, so, und du hast immer noch Bram im weiteren Zweikampf. Da ist der Messias, der ist schon im Kopf weiter beim Feierabendbierchen, das sehe ich ja schon. Aber er lässt nicht locker, er macht immer wieder in den Reihen, ne? Also hat sich auf jeden Fall Der gefreut. Bram kämpft immer. Und er gibt nie nach. Ja. Das ist schon erstaunlich, dass so der vom Kite-Unterschied, ne, der neueste Kite zu einem der ersten Generation doch so gut noch funktioniert. Ne? Ja, bei den Bedingungen, denke ich, ist das Material nicht so ausschlaggebend, ob da jetzt 2% mehr oder weniger Leistung sind. Ja. Ja, da hatte ich jetzt wieder ein paar Meter Abstand Ja. mir rausgeholt. Ja, und der Chrissy, der greift den Dauer an. Ja, aber siehst du ja auch, wie die Kites zuppeln, ne? Nach vorne und nach hinten Ja. gehen. Wir hatten ja auch schon ordentlich Wind da. Ja, nicht nur Wind, auch Böen. Ja. Ja, ich glaube so, da kommt der Elias an. Ja, und die 7er von ihm in Leim, die läuft schon super. Und Ja, sehr schöne Farbe, auf jeden Fall. der Elias kann das halt auch. Ah, da wird er abgewunken. Ja. Platz 1 für Elias. Ja, wirklich sehr großer Vorsprung, sehr gut gefahren. Meinerseits auf Platz 2 war nicht mehr drin als das, aber auch das ist okay. Ja, da kommt Bram auf Platz 3, hat er dich doch noch geknackt. Ja, ich habe ihn vorbeigelassen, weil ich dachte, ich wollte kein Risiko eingehen beim Zweikampf, weil ich weiß, wie hart er kämpft. Ich wollte keinen Unfall riskieren. Ich habe halt gedacht, er wäre überrundet, weil ich hatte das irgendwie so im Hinterkopf, dass er am Anfang ein Problem hatte und überrundet war. Ja, kann ich nur sagen, falsch gedacht leider, ne? Ja, aber blöd von mir. Ja,